Amen. Amen. So we were discussing World War III. Also wir haben den Dritten Weltkrieg besprochen. We focused on the Western Front, Wir haben uns auf die westliche Front fokussiert. which in our studies I believe has been a little neglected. Und das wurde, glaube ich, in unseren Studien ist das etwas zu kurz gekommen. I wanted us to consider the Western Front as it began in 2003. Ich möchte, dass wir darüber nachsinnen, dass die westliche Front im Jahr 2003 begann. So if you make the beginning of that war on the West in 2003 Wenn man nun diesen Krieg im Jahr 2003 beginnen lässt and you say it's internal to the United States, und man sagt, dass es sich intern auf die Vereinigten Staaten bezieht, you're going to have a problem. dann hat man damit ein Problem. What problem will you have? Welches Problem hat man damit? There wasn't really an internal fight. Es gab da nicht wirklich eine interne Auseinandersetzung, With the emotional wave from 9/11, verknüpft mit so einer emotionalen Art wie am 11. September. many Democrats, particularly the left-leaning, Viele Demokraten oder speziell Demokraten haben den linken Flügel verlassen, either stayed silent or endorsed the Iraq War. sind ruhig geblieben oder haben den Irakkrieg unterstützt. Of course, there were some Natürlich gab es einige, who opposed it, die dem widerstanden, but there wasn't this great divide in America with two sides. aber es gab nicht diese große Spaltung in Amerika mit zwei Parteien. I'm not saying it didn't have consequences down the road, Ich sage nicht, dass es über die Zeit hingesehen nicht irgendwelche Konsequenzen dadurch gab, but you won't easily find at that point in time an opposition to the Iraq War, an organized opposition. aber zu dieser Zeit wird man oder keine organisierte Opposition bezüglich des Irakkriegs finden. So I wanted us to step back and look at what the West meant. Ich wollte, dass wir nun einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, was der Westen bedeutet. And we concluded yesterday the West is not just America. Und gestern haben wir schlussgefolgert, dass der Westen nicht nur Amerika ist. And we can discuss boundaries in different countries. Und wir können Verknüpfungen sehen mit verschiedenen Ländern. Australia is considered the West, Australien wird auch als der Westen bezeichnet. but Australia isn't helpful to our discussion. Australien ist jetzt aber hier nicht hilfreich für unsere Diskussion. I wanted us to focus on Europe. Ich möchte, dass wir uns auf Europa fokussieren. Brother Wolfgang brought us back to the Roman Empire, Wolfgang hatte das Römische Reich erwähnt, the Eastern Roman Empire and the Western Roman Empire. das östliche und westliche Römische Reich. Sister Sue Ellen spoke about the world wars, Suellen sprach über die Weltkriege Eastern and Western Front. und die damit verbundene Ost- und Westfront. So however you want to define it, there is this concept of the Western Europe. Wie auch immer du es definieren möchtest, es gibt hier nun das Prinzip oder Konzept von Westeuropa. So I asked the question, Dann habe ich die Frage gestellt, why was the European Union formed? warum wurde die Europäische Union gegründet? Some people offered some suggestions. Einige haben Vorschläge gemacht. One of the suggestions was to prevent another European war. Einer Vorschlag war, einen weiteren europäischen Krieg vorzubeugen, Particularly when you think of the strength of Britain, France, and Western Germany. besonders wenn man nun an die Stärken von Großbritannien, Frankreich und Westdeutschland denkt And the centuries of history between those territories. und die jahrhundertlange Vergangenheit dieser Territorien. Another reason for its forming was trade between the nations. Ein anderer Grund, die EU zu gründen, war der Handel zwischen den Ländern. Another reason was internal politics. Ein anderer Grund war die interne Politik.
And Sister Esther brought the idea Und Esther hat nun eingewandt, that they're stronger united than apart. dass sie enger verbunden sind wie getrennt. They don't. Achso, dass sie stärker sind, wenn sie verbunden sind, wie wenn sie getrennt bleiben. Divided, they're really quite weak. Einzeln sind sie sehr schwach, United, they become strong. aber gemeinsam werden sie stark. So we left the European Union there. Und da haben wir nun die Europäische Union stehen gelassen, oder? I wanted us to think about now NATO, Und jetzt wollte ich, dass wir uns über die NATO unterhalten. because they all form around the same time, Denn alle wurden so zur gleichen Zeit gegründet, in the 1940s. in den 1940ern. So 1945 is UN, 1945 werden die Vereinten Nationen gegründet, 1949 is NATO. 1949 die NATO, In 1949 you have the Council of Europe. 1949 hat man den Europäischen Rat oder den Rat über Europa. That isn't as successful as they hope. Das ist leider nicht so erfolgreich wie gehofft. So you end up having 4 treaties. Und so hat man am Ende vier Verträge. This is the Treaty of Paris. It's where it began. Und das hier ist der Vertrag zu Paris, wo alles begann. And it was originally these 6 members. Und ursprünglich waren, es gibt hier 6 Gründungsmitglieder. You have Western Germany with France, Westdeutschland und Frankreich, Italy, the Netherlands, Italien, die Niederlande, Belgium and Luxembourg. Belgien und Luxemburg. Later in the 1950s, you have the Treaty of Rome. In den 50ern haben wir dann die römischen Verträge. 1992, the Treaty of Maastricht. 1932 der Vertrag von Maastricht 2007, the Treaty of Lisbon. und 2007 der Vertrag von Lissabon. So I'm sure we're aware it grew in that time. It grew a lot. Und ich bin mir sicher, dass wir wissen, dass die EU gewachsen ist. So you can say that they're all happening around the same time. Man kann also sehen, dass alles zur gleichen Zeit grob beginnt. All in some ways as a result of the Second World War. Und alles auf irgendeine Art ist das Resultat des Zweiten Weltkriegs. So we went back and we looked at NATO. Wir haben uns die NATO angesehen And the last question asked last night und die letzte Frage, die letzte Nacht gestellt wurde, was who were the founding members of NATO? wer denn die Gründungsmitglieder der NATO waren. And Brother Jim has offered to tell us. Und Jim hatte sich bereit erklärt, das uns jetzt zu berichten. Do you want to call them out, or are you willing to? You can come and write. If you're willing to just list them however you want. IN.
You willing, if for the camera, can you just read them out? Okay. So the original signers of the NATO treaty were the United States, Great Britain, Canada, France, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Italy, Portugal, Norway, Denmark and Iceland. Die Gründungsglieder waren Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich und die USA. So you have 12 founding members. Man hat hier 12 Gründungsglieder. And then we discussed its enlargements. Und dann haben wir uns über die Erweiterungen unterhalten. So that's 1945. Das ist 1949 hier. 1952, you have an enlargement. 1952 gibt es eine Erweiterung. Sorry, 1949. Thank you. 1952, 1952 Greece and Turkey. haben wir Griechenland und die Türkei. 1955, 1955 West Germany. Westdeutschland. 1982, 1982 Spain. Spanien. 1999, 1999 you have Czech, haben wir Tschechien, Hungary, Ungarn and Poland. und Polen. And it stays that way for another 5 years. Das bleibt jetzt so für weitere 5 Jahre. And I'll just remind you that in here, between 1982 and 1999, Und zwischen 1992 und 1999, you have the end of the Cold War. also 1982, 1999, haben wir das Ende des Kalten Krieges. So the story goes that NATO was formed to protect against the Soviet Union. Es wird gesagt, dass die NATO gegründet wurde, um vor der Sowjetunion zu schützen. And that's true. Und das ist auch wahr. So people are saying we don't need NATO anymore. Und jetzt sagen die Leute, wir brauchen die NATO nicht mehr. We should dissolve it. Wir sollten sie abschaffen. And Gorbachev says, Gorbatschow sagte, if you keep trying to grow NATO, wenn ihr versucht, weiterhin die NATO zu vergrößern, you will humiliate Russia when we're weak. dann werdet ihr Russland demütigen, solange es schwach ist. People will feel threatened and bitter. Die Menschen werden sich dadurch bedroht fühlen und Bitterkeit empfinden. And there will be a problem. We won't be able to heal our differences. Und dann wird es ein Problem geben, weil unsere Unterschiede zu groß werden. And that's exactly what happens. Und genau das ist auch geschehen. Vladimir Putin becomes, in his own words, afraid. Putin, laut seinen eigenen Worten, hat Angst. He's both afraid, he's also very angry Er hat Angst, aber er ist auch sehr zornig, because they continue to grow NATO. weil sie die NATO immer weiter vergrößern. And the reason is that NATO has other uses beyond holding back the Soviet Union. Die NATO hat nämlich noch weitere Aufgaben, außer die Sowjetunion zurückzudrängen. So I spoke yesterday about this source. Gestern habe ich über diese Quellen gesprochen. Yale University put out 26 lectures onto YouTube. Und hier wurden 26 Vorlesungen auf YouTube hochgeladen. And it's really encouraging to see something at that level. Und es ist sehr interessant oder sehr ermutigend, etwas hier sehen zu können, Speak about 1989 and all of these events. die auch über 1989 und all diese Ereignisse sprechen. And they just repeatedly reinforce what we've been shown in prophecy. Und sie bestätigen all das, was wir durch die Prophetie aufzeigen können. So I'm going to write down a couple of other sources. Und somit werde ich jetzt weitere Quellen aufschreiben. So if you put YouTube, In YouTube. if you just type in Ian Shapiro and Yale, Also wenn du Ian Shapiro und Yale eingibst, his lectures should come up and they should be a block of 26. dann sollten seine Vorlesungen auftauchen und in einer Playlist von 26 Vorträgen. I think they were done last year. Und ich glaube, dass sie letztes Jahr gehalten wurden. Shapiro. It's S-H-A.
Shapiro. Shapiro. So there's if you type in keywords into Google, Wenn man solche Schlüsselwörter in Google eingibt, it'll let you read portions of books das können auch Zeilen aus dem Buch sein, that you either can't buy or don't want to buy. die du entweder nicht kaufen willst oder nicht kaufen kannst. Some of them are very expensive. Einige sind sehr teuer. So I'm going to read from a couple of books today that just come from what they'll let me see on Google. Und ich werde nun aus einigen Büchern zitieren, die ich nur auf Google finden konnte. This one's called The Political Handbook of the World. Das hier wird das also eines ist das Political Handbook of the World, also das politische Handbuch der Welt genannt, 2012. Aus dem Jahr 2012. Because there's various versions. It's progressive. Da gibt es nämlich verschiedene Ausgaben von. And they're written by Tom Muller. Sie werden von Tom Müller geschrieben. So I just want to read this portion. It's about NATO. It's titled NATO. Ich möchte Folgendes lesen. Das ist überschrieben mit NATO. He said on January 29 of 2003, Am 29. Januar 2003 sagte er, 7 nations began formal negotiations to enter NATO. 7 Nationen haben Verhandlungen aufgenommen, der NATO beizutreten. The ratification process began in March of 2004. Der Ratifizierungsprozess begann im März 2003. March 2003. Ja, März 2003. They became full members of NATO in March 2004. Und die volle Mitgliedschaft erlangten sie im März 2004. And those 4 nations we listed yesterday, Diese 4 Nationen haben wir gestern aufgeschrieben. so those 7 nations, Entschuldigung, die 7 Nationen. Bulgaria, Estonia, Latvia, Bulgarien, Estland, Lettland, Lithuania, Litauen, Romania, Slovakia, Slovenia. Rumänien, Slowakei, Slowenien. So why are all these nations added to NATO in 2004? Warum treten all diese Nationen der NATO im Jahr 2004 bei? In this same time period, Zur gleichen Zeit NATO also elects a new Secretary General. Zur gleichen Zeit wählt die NATO einen weiteren Generalsekretär. And this is all a compromise. Und all das ist hier ein Kompromiss. So to head NATO, Sorry? to be the head of NATO, Also um der Kopf der NATO zu sein, 2 candidates suggested were someone from Norway and someone from Portugal. haben 2 Kandidaten vorgeschlagen, dass es ein Kandidat von Norwegen oder Portugal werden soll. But France says no, won't allow it, Aber Frankreich sagte, nein, wir erlauben das nicht, because they support the Iraq War. weil sie den Irakkrieg unterstützten. France suggests Frankreichs Vorschlag, the Canadian Finance Minister. Frankreich schlagen den kanadischen Finanzminister vor. But the United States says no because he's opposed to the Iraq War. Und da sagen die Vereinigten Staaten nein, weil er dem Irakkrieg entgegensteht. So they have to come up with this compromise, all based on the context of the Iraq War. Und deswegen müssen sie einen Kompromiss finden, weil sich hier alles um den Irakkrieg dreht. There's these major issues within NATO. Da gibt es diese großen Spannungen innerhalb der NATO. These 7 new members Diese 7 neuen Glieder were added by the United States to change the internal dynamics. wurden von den USA ins Boot geholt, um die Dynamik oder um die Kraft-Mächte-Verhältnis der NATO zu ändern. I think we've spoken before about the Supreme Court, Ich glaube, wir haben vorher schon über den obersten Gerichtshof gesprochen, what it means when you stack the courts. was es bedeutet, wenn du what does it mean, stack the courts? What does it mean when we say stack the courts? Also wenn man den
also wenn man den obersten Gerichtshof nach seinem Belieben aufstellt. So there's 6 people on this side of the room. Es gibt 6 Leute auf der linken Seite des Raumes. Half of you are for the Iraq War and half of you aren't. Die Hälfte von euch ist für den Irakkrieg und die Hälfte nicht. So if you're for the Iraq War, Wenn du für den Irakkrieg bist, if this side is going to support and be for the Iraq War, wenn diese Seite hier den Irakkrieg unterstützt, you want us to be included dann möchtest du, dass wir mitziehen, because now the majority supports you. weil dann die Mehrheit dich unterstützt. That's what they have tried in past to do with the Supreme Court, Das ist das, was sie mit dem obersten Gerichtshof versucht haben zu tun. to add more people who support them so they can swing the majority. Sie fügen mehr Leute dem Gerichtshof zu, damit sie die Mehrheitsverhältnisse verschieben können. So it's not quite the same thing, Es ist nicht ganz das Gleiche, but this makes the Iraq War look much more legal. aber das lässt den Irakkrieg viel mehr gerechtfertigt aussehen, Because all of these 7 members support the Iraq War. weil alle diese 7 Mitglieder den Irakkrieg unterstützen. And 6 of them have agreed to participate in it. Und 6 von ihnen unterstützen ihn aktiv. But between this, or over this period, they all rescind their draft. Aber alle 7 setzen die Wehrpflicht aus, So they don't have to face the internal backlash damit sie hier keine internen Streitigkeiten beginnen müssen. of forcing their young people to go to war. Dass sie nämlich die jungen Leute zwingen müssen, in den Krieg zu ziehen. So they not just support the Iraq War, they also have a particular ideology. Sie unterstützen nicht nur den Irakkrieg, sondern sie haben auch eine besondere Ideologie. They, quoting from this book, Nun ein Zitat aus dem Buch. all 7 supported the US-led invasion of Iraq, Alle 7 haben die US-Invasion in den Irak unterstützt and they favored NATO as the cornerstone of European security. und sie haben der NATO geschmeichelt als den Eckstein der europäischen Sicherheit. Placing them at odds with other NATO members such as France and Germany Placing ons. in opposition. Was sie in eine Opposition gegenüber anderen NATO-Gliedern wie Frankreich oder Deutschland setzt, Which sought a greater security role for the EU. die eine große Sicherheitsrolle der EU sind. So there's the issue of the Iraq War, Es gibt hier also das Problem des Irakkriegs and then there's this other issue. und dann gibt es noch ein weiteres Problem. This other problem Dieses andere Problem, is who is responsible for keeping Europe safe. das andere Problem ist, wer nun dafür verantwortlich ist, Europa zu schützen. The United States says it's NATO. Die Vereinigten Staaten sagen, dass es die NATO ist All of these 7 countries say it's NATO's job. und all diese 7 Länder sagen, das ist die Aufgabe der NATO. France and Germany say it's whose job? Und Frankreich und Deutschland sagen, wessen Aufgabe ist es? It's the European Union. Es ist die Aufgabe der EU. So I asked the question yesterday, Und gestern habe ich jetzt die Frage gestellt, when you have NATO, why was the European Union formed? wenn man die NATO hat, warum wurde da die EU gegründet? Sister Esther said it was to make them stronger through unity Esther sagte, dass man durch diesen Bund sie stärker werden and protect them from a superpower. und sie vor einer Supermacht geschützt werden. Brother Wolfgang said that superpower was the Soviet Union. Wolfgang sagte, dass diese Supermacht die Sowjetunion war. I said no. Und da habe ich Nein gesagt. What superpower Welche Supermacht? is the European Union designed to hold off? Die EU wird gegründet, um welche Supermacht in Schach zu halten? The United Die States. Vereinigten Staaten. So you have the end of the Second World War. Man hat nun das Ende des Zweiten Weltkrieges. No one wants another European war. Keiner will einen weiteren europäischen Krieg. And what the United States believes, Was die Vereinigten Staaten glauben, do you have the phrase, the word hegemony? gibt es hier diesen Ausdruck Hegemony, like if you kill somebody and you get money for it. I'm about to quote from a book that keeps using this word, so I need another word.
if we can't. How do you Hedge spell money. it? How do you spell it? It's hard in English too, so if I can, I'll change the word. Leadership, dominance. I think we can substitute it for dominance quite well. Also ich denke, man kann dieses englische Wort hier mit der, oder ein Synonym wäre Dominanz It's just as I'm übersetzen. reading from this book, I have changed the word, just so you know, to Wenn ich, dominance. wenn ich hier durch das Buch lese, dann wisst Bescheid, dass ich hier das mit Überlegenheit oder Vorherrschaft ersetze. The United States wants to keep its newfound dominance over Europe. Die USA wollen ihre neu gewonnene Vorherrschaft in Europa sichern. And it can do that through NATO. Und das können sie durch die NATO erreichen. So I want to read from another book. Jetzt möchte ich von einem anderen Buch zitieren. It's called Paradoxes of Power. Das nennt sich Paradoxes of Power. US foreign policy in a changing world. Die US-Außenpolitik für eine sich verändernde Welt. And this is written by David Skidmore. Und das ist von David Skidmore geschrieben. The chapter title Das Kapitel, that I'm going to paraphrase through, von dem ich jetzt zitieren möchte oder behandeln möchte. he really likes that word I don't want to use. Er mag nun wirklich dieses Wort, das ich nun nicht nutzen möchte. I'll say America as dominant over Europe. Ich sage nun ein Amerika, das über Europa dominiert. Just for the English, it's America as a European hegemon. Das jetzt für die Englisch Sprechenden. So he's going to go into a history I don't want to go into because it gets a little messy. Er behandelt jetzt eine Geschichte, die ich nicht erwähnen möchte, weil das sonst zu umständlich wird. But some of you might be aware of the issues in 1956 with the Suez Canal. Aber für diejenigen, die sich auskennen, es geht hier um die Problematik am Suezkanal 1956. He's going to go back to that. Darauf bezieht er sich jetzt. But then he says there was that issue, Er sagt, da gab es dieses Problem. this issue between Europe and the United States that happened back then. Diese Probleme, die damals zwischen Europa und den Vereinigten Staaten geschehen sind. Didn't really create a lasting split Sie haben nicht einen bleibenden Schnitt until perhaps now. der beiden Mächte hervorgerufen, bis vielleicht jetzt. The Iraq War has produced a very different kind of division. Der Irakkrieg hat eine andere Art der Trennung hervorgerufen. The damage between Washington and Europe Der Schaden, der zwischen Washington und Europa entstanden ist, by George Bush's actions durch die Unternehmen von George Bush, is likely to prove real, ist sehr einfach als wahr zu überprüfen. lasting and irreparable. Also, dass diese Schäden wahr sind, sie sind nicht reparabel und sie dauern an. When future historians ask when American dominance ended, Wenn Historiker fragen, wann die amerikanische Vorherrschaft endet, they may point to January 22, 2003. dann mögen sie eventuell auf den 22. Januar 2003 hinweisen. It was the 40th anniversary of a treaty between France and Germany. Es war der 40. Jahrestag eines deutsch-französischen Vertrages. And leading France, Frankreich, if you've flown into France, wenn du nach Frankreich eingeflogen bist, you'll know his name, dann kennst du seinen Namen. Charles de Gaulle. Sein Name ist Charles de Gaulle. And he had a real problem with American dominance in Europe, Und er hatte ein echtes Problem mit der amerikanischen Vorherrschaft in Europa. particularly over his favorite country, France. Und besonders über sein Heimatland Frankreich. So France and Germany formed this treaty Und somit formen Deutschland und Frankreich diesen Bund, as a restraint against American dominance. um die amerikanische Vorherrschaft in Schranken zu weisen.
So he's going to go back to 2003 and this issue over Iraq. Und dann geht der Autor zurück zu 2003 und das Problem über den Irak. Donald Rumsfeld, the Secretary of Defense, Donald Rumsfeld ist zu der Zeit der Verteidigungsminister spoke about this French and German declaration against the Iraq War, und er spricht über die Erklärung der Franzosen und der Deutschen gegen den Irakkrieg. saying they represented old Europe. Und er sagt, dass sie für ein altes Europa stehen. So to oppose the Iraq War, France and Germany back each other up. Gegen den Irak, um gegen den Irakkrieg zu stehen, haben sich Frankreich und Deutschland gegenseitig unterstützt. The United States says, you're old Europe. Und die Vereinigten Staaten sagen nun über sie, dass ihr das alte Europa seid. France and Germany don't decide the course anymore. Und Deutschland und Frankreich entscheiden sich, das nicht mehr weiter zu kommentieren. He describes this as a transatlantic earthquake. Er beschreibt das als ein transatlantisches Erdbeben. The problem of American dominance in Europe has been a major issue Das Problem der amerikanischen Vorherrschaft in Europa war eine große Sache. since the end of the 1800s. Und zwar schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Then you have two world wars. Dann gibt es 2 Weltkriege. America feels threatened by Germany, Amerika fühlt sich durch Deutschland bedroht. and they decide the only way to stay safe is to have dominance over even the European region. Und sie entscheiden nun, dass die einzigste Art, Sicherheit zu haben, ist, die Vorherrschaft über Europa zu haben. He explains how if the idea that this was all to contain the Soviet Union was correct, Okay, repeat that. if the idea was just to contain the Soviet Union, Wenn die Vorstellung oder die Idee war, dass es nur darum ging, die Sowjetunion zurückzudrängen, all of this should have been dissolved in 1991. dann hätte all das im Jahr 1991 aufgelöst werden müssen. But it isn't. Aber dem war nicht so. There's a phrase about NATO that's well known. Es gibt hier eine Aussage über die NATO, die sehr bekannt ist. NATO was created to keep Russia out, Die NATO wurde gegründet, um Russland außen vor zu lassen, Germany down, Deutschland klein zu halten and Americans in. und die Amerikaner am Steuer zu lassen. Russia is only one part of that. Und Russland ist nur ein Teil davon. So the purpose of NATO Der Grund der NATO is to keep America in and on top. ist, Amerika auf dem höchsten Platz zu stellen. So when these European countries came together Als diese europäischen Nationen zusammenfanden in the Cold War, in dem Kalten Krieg, they had an idea of forming an army to protect Europe. hatten sie eine Idee, wie sie eine europäische Armee gründen könnten, um Europa zu verteidigen. And the United States said, if you try and do that, Und die Vereinigten Staaten haben gesagt, wenn ihr das versucht, das zu machen, we're going to withdraw all support for West Germany. dann werden wir alle Unterstützung für Westdeutschland abziehen. We'll just back out and the Soviets can have it. Und wir werden uns zurückziehen und die Sowjetunion kann übernehmen. So Europe was threatened to keep the EU weak and underneath NATO. Somit wurde die EU bedroht, sie klein zu halten, um die EU weiterhin der NATO zu unterstellen. This is why Charles de Gaulle was determined, even though he was extremely nationalistic, Und obwohl nun Charles de Gaulle sehr extrem nationalistisch war, his country alone can't hold back the United States. konnte sein Land nicht die Vereinigten Staaten allein zurückweisen. So he's going to demand that France has nuclear weapons, Deswegen fordert er, dass Frankreich Atomwaffen besitzt and start uniting with West Germany, und sich mit Westdeutschland weiterhin vereinigt. other countries, and later even Britain. So wie weiteren Ländern und später auch das Vereinigte Königreich. So the European Union was created for many reasons, Die EU wurde aus verschiedenen Gründen heraus gegründet, but particularly what's relevant to us, it was created to constrain American dominance in Europe. aber in besonderem Maße, um die amerikanische Vorherrschaft in Europa zu verhindern oder zu beschränken. Which makes sense when we start thinking about the
the goals of Steve Bannon. Das macht nun Sinn, wenn man nun an die Ziele von Steve Bannon denkt. It starts to make sense why the Iraq War Es macht nun Sinn, warum der Irakkrieg was the beginning of war on the Western Front. der Beginn an der Westfront war. Because we speak about Germany and France opposing the Iraq War. Denn wir sprechen hier über den Irakkrieg und Deutschland und Frankreich stehen diesem Krieg entgegen. And when we speak about them in that context, we're usually talking about the UN and their veto rights. Und wenn wir darüber reden, dann reden wir normalerweise über den Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat und dessen Vetorecht. But they're not just members of the UN, they're members of NATO and the European Union. Aber sie sind nicht nur Glieder der Vereinten Nationen, sondern auch der Europäischen Union und der NATO. And how they see European dominance in Europe. Und wie sie die europäische Dominanz in Europa sehen. So just to quote Ian Shapiro, Um hier Ian Shapiro zitieren zu können. he reads Article 5 of the NATO Treaty. Er liest den 5. Artikel des Vertrages mit der NATO. It's the famous one Es ist ein sehr bekannter. that says if you attack one of us, you've attacked all of us. Der sagt, wenn du einen von uns angreifst, dann greifst du alle von uns an. And we're required to protect that state that's attacked. Und von uns wird nun verlangt, diesen Staat, der angegriffen wird, zu beschützen. So he asks the question, Und dann stellt er die Frage, if NATO says war wenn die NATO nun Krieg sagt and the UN says no war, und die Vereinten Nationen sagen keinen Krieg, who wins? Who's the boss? wer entscheidet nun? Sister Catherine. Catherine, UN? NATO. die UN oder die NATO? Who wins in a conflict? Wer gewinnt nun diesen Konflikt? Ian Shapiro says this, if you're to be a realist, Jan Shapiro sagt, wenn du Realist bist, who's dominant? UN or NATO? dann ist die Frage, wer dominiert nun wen? Die NATO oder die UN? No. Die UN? Nein. NATO. Nein, die NATO. If you're a realist, the NATO transcends the UN. Wenn du es genau betrachtest, dann steht die NATO über der UN. This gives America an incredible amount of power. Das gibt nun Amerika ein unermessliches Maß an Macht. What Charles de Gaulle wanted, I think in summary, Zusammenfassend kann man sagen, was Charles de Gaulle wollte, was you had a bipolar world. war, dass es eine bipolare Welt gibt. This is a collection of states, the United States. It's this. Die Vereinigten Staaten sind eine Föderation, eine Ansammlung von Staaten. Soviet Union is the same thing. Die Sowjetunion ist das Gleiche. And if France doesn't want to get crushed by the Soviet Union, Aber da Frankreich nicht von der Sowjetunion geschluckt werden wollte, it has to submit to NATO and the United States. muss es sich den Vereinigten Staaten und der NATO unterstellen. So he doesn't want to lose France's nationalism. Er wollte Frankreich als souveränen Staat nicht verlieren. They're not going to completely submit to one government. Sie werden sich nicht komplett einer Regierung unterstellen. But if key European countries can unite, Aber wenn sich die Schlüsselländer von Europa vereinigen können, they at least have enough combined strength that they don't submit to either one. damit sie eine gesammelte oder gebündelte Stärke haben, um sich nicht einem oder dem anderen unterstellen zu müssen. So how many superpowers would the United States have to take down? Wie viele Supermächte muss nun die Vereinigten Staaten erobern? 2. 2. Now the European Union never got to achieve its goal. Die EU ist nie dazu gekommen, seine Ziele zu erreichen. So America kept a foot on its neck from the very beginning. Die Amerika hat seinen Fuß auf dem Nacken der EU von Anfang an gehabt. But it's still rebellious. Es ist aber immer noch in Rebellion So it has to be destroyed. und es muss zerstört werden. Whatever destruction looks like. Wie auch immer nun die Zerstörung aussieht. So we speak about 2016. Wir sprechen jetzt über 2016. We mark that in World War II as the beginning of war on the Western Front. Wir markieren das als den Beginn des Zweiten Weltkriegs und der westlichen Front. And we speak about internal America. Und wir sprechen hier um
um die Angelegenheit von intern Amerika, the election. die Wahl. But Steve Bannon, Steve Bannon jedoch he says he won 2 victories. sagt, dass er 2 Kämpfe oder 2 Siege errungen hat. Brexit, Den Brexit. because he wants to take down the political establishment of America Er möchte nämlich das politische Establishment von Amerika niederreißen and destroy the European Union. und die EU zerstören. Does that make sense? Macht das Sinn? Have any questions or thoughts? Gibt es darüber Fragen oder Gedanken? Sister Tamina. Do we know why NATO is more powerful than the UN? Wissen wir, warum die NATO mächtiger ist als die UN? First. I think what Ian Shapiro, the context he's speaking on is that Article 5. Ich denke, dass Jan Shapiro über den Artikel 5 im Kontext hier redet. If one of our members is attacked, Wenn einer unserer Mitglieder angegriffen wird, we are required to respond, dann sind wir verpflichtet, darauf zu reagieren. and we cannot stop until we've eliminated the threat. Und wir können nicht aufhören, bis wir die Drohung zurückgewiesen haben. So the problem after 9/11 is who's the threat? Das Problem nach dem 11. September ist jetzt, wer die Bedrohung darstellt. That's why the United States has to say Iraq is the threat. Und deswegen müssen die Vereinigten Staaten sagen, dass der Islam die Bedrohung ist. Irak, sorry. If Iraq is the threat, NATO has to respond. Wenn der Irak die Bedrohung ist, dann muss die NATO reagieren. It's in their law. Das ist so niedergeschrieben in ihrem Gesetz. But not everyone believes that Iraq is the threat. Aber nicht jeder glaubt, dass der Irak die Bedrohung ist. And now we know that it wasn't. Und heute wissen wir, dass dem nicht so ist. Und warum kann jetzt die UN nicht sagen Nein? I think what he is referring to is that would actually go against the NATO Charter. Ich denke, was er sagen will, ist hier, dass so eine Aktion gegen die Charta Charta der NATO gehen würde. He's saying that hasn't necessarily happened, but if you're a realist, that's what would happen. Er sagt nicht, dass das unbedingt passiert. Er sagt nur, wenn du Realist bist und einfach nur die Tatsachen anschaust, It would break their law. dann würde es ihr Gesetz übertreten. So if you want to say the context in which he says that, I think it's the third of those 26 lectures. Ich glaube, das sagt er in der ersten Vorlesung von diesen 26. That's where he speaks about NATO and the European Union. Da spricht er über die NATO und die Europäische Union. So for the purpose of what we've just discussed, it would be lecture 3. Also über das, was wir gerade besprochen haben, ist das die 3. Vorlesung. Brother Wolfgang. In the UN, we can see when the UN is voting for this, Trump will say, I do it anyway. Bei der UN könnte man sagen, wenn sie für etwas wählen, dann sagt Trump, ich mache das anders. Okay, and then the next thing is, Die nächste Sache wäre, we see or we believe that the EU can live without England or without Great Britain. wir sehen oder wir sagen, dass die EU auch ohne England oder Großbritannien überleben kann. So that means that Bannon has to work maybe in hidden form furthermore to bring down the EU. Das würde bedeuten, dass Bannon in irgendeiner versteckten Art und Weise weiter daran arbeiten muss, die EU zu zerstören. Do you have any informations? Hast du darüber irgendwelche Informationen? Every time he gets a nationalist party or helps to get a nationalist party elected in the EU, Jedes Mal hilft er, dass eine nationalistische Partei in die EU gewählt wird. he weakens it. Damit schwächt er sie. I think in our study of politics, we're comfortable now Ich denke, in unseren Politikstudien sind wir nun damit vertraut, that a country doesn't have to be wiped off the map to be defeated, conquered. dass ein Land nicht von der Karte verschwinden muss, um es zu erobern. The European Union can stay in some form Die EU kann weiter bestehen in irgendeiner Form, as long as it's no threat to the United States. solange sie keine Bedrohung für die Vereinigten Staaten sind. And when has the European Union taken its greatest hit? Und wann hat die EU seine größten Niederlage einnehmen müssen? Brexit? Brexit, COVID-19. Covid-19. Which began when? Wann fing das an?
late 2019, November 2019. Im November 2019. This has been possibly the greatest threat the European Union has faced. Das ist möglicherweise die größte Bedrohung für die Europäische Union. And without going into a separate subject, but connecting to what we discussed yesterday, it centers around this conspiracy theory methodology. Und ohne jetzt ein neues Thema anzuschneiden, aber das ist das, was wir gestern gesagt haben, hier fängt es mit Verschwörungstheorien an. So we can line up this really weakening of the European Union, we can line it up with at least a few key waymarks so far. Die Schwächung der EU können wir mindestens mit ein paar Wegmarken unterstützen. And I think studying this Western Front, we're missing things. Und wenn wir diese westliche Front studieren, dann fehlen uns immer noch einige Sachen. Because Steve Bannon, he had many more goals than just electing Trump. Denn Steve Bannon hatte noch weitere Pläne, wie einfach nur Trump an die Macht zu bringen. He has to take down this threat. Er muss auch diese Bedrohung entfernen. And it was seen as a threat from the beginning. Und das wurde schon als Anfang an als eine Bedrohung angesehen. Quoting again from this book, Paradoxes of Power. Noch einmal von diesem Buch Paradoxes of Power zitiert. Since the 1940s, Washington has had to perform a delicate balancing act. Seit den 1940ern musste Washington had to form what? A delicate balancing act. It's walking a tightrope. Also seit den 1940ern muss Washington auf einem schmalen Pfad laufen. For economic reasons, it sees Western Europe's integration as good. Aus wirtschaftlicher Sicht empfiehlt die Vereinigten Staaten den Zusammenschluss von Europa. But they can't become too politically united. Aber politisch dürfen sie sich nicht zu sehr vereinigen. So of course I can't find the exact quotes I wanted to read now. Natürlich kann ich jetzt hier nicht genau die Zitate finden, die ich lesen will. Do we know Jean Monnet? Kennt ihr Jean Monnet? He is known as the father of European integration. Er ist bekannt als der Vater der europäischen Integration. In the late 1940s, In den späten 1940ern he was also playing with this thought hat er schon bereits mit diesem Gedanken gespielt, to form this European bloc einen europäischen Block zu schaffen, that could stand independent from both the United States and the Soviet Union. das unabhängig von der Sowjetunion als auch den Vereinigten Staaten bestehen könnte. So it speaks about him, then it speaks about Charles de Gaulle. Hier spricht es von ihm und dann auch von Charles de Gaulle. So then he also discusses John F. Kennedy. Dann spricht er auch über John F. Kennedy. He voiced his opposition to this. Er nannte seine Opposition zu dem. And he complained that the European states would become less subject to American influence. Und er beklagte, dass die europäischen Staaten sich dem Einfluss der Amerikaner entziehen. If the French and other European powers acquire nuclear weapons, Wenn die Franzosen und weitere europäische Mächte nach atomaren Waffen Ausschau halten, they could be entirely independent, dann könnten sie komplett unabhängig sein and America might be on the outside looking in. und Amerika könnte außen vor sein und nur noch zuschauen, Rather than on the inside, as we read one of the 3 goals of NATO. anstelle mittendrin im Geschehen sein, wie wir ja schon gelesen haben. What was successful Was jedoch erfolgreich war, is the United States threatening to rescind the security guarantee that protected West Germany. war die Bedrohung, die Amerikaner der Amerikaner war die Drohung der Amerikaner gegenüber der Europäischen Union,
den Schutz in Westdeutschland zurückzuziehen. In this treaty between France and Germany, Und in diesem Vertrag oder Bündnis zwischen Frankreich und Deutschland they were forced to put in this disclaimer wurden sie dazu gezwungen, hier eine Fußnote zu addieren, that their treaties with the United States and to NATO dass ihre Verträge mit den Vereinigten Staaten oder mit der NATO took supremacy over their new European alliance. die zuerst betrachtet werden müssen und dann erst die neuen Verträge in dieser Europäischen Union. So he's going to discuss the creation and the issues. Und das you want to discuss now? He did. Also das ist das, was er beschrieb. And now he says they're playing the same game. Und er sagt, jetzt spielen sie das gleiche Spiel. So when Trump complains, Wenn Trump sich nun beschwert, Europe should just protect itself instead of expecting us to do it. wenn Trump sich nun beschwert, dass Europa sich selbst verteidigen sollte und nicht erwarten sollte, dass wir das machen, Sure, that they could pay more. und aufzeigt, dass sie mehr zahlen könnten, That's not a completely irrelevant point. dann ist das hier nicht ein ganz unberechtigter Punkt. But America has never wanted Europe to be able to protect itself. Aber Amerika wollte auch nie, dass Europa in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Because if they can, they don't need America. Weil wenn sie das können, dann brauchen sie Amerika nicht mehr. And America can't control. Und Amerika kann keine Kontrolle mehr ausüben. So the other thing America did Die andere Sache, was die Amerikaner taten, was said when you put money into your military, wenn du mehr Geld in das Militär steckst, you specialize. dann bist du besonders. So you might be really good at making tanks, just make tanks. Wenn du sehr gut darin bist, Panzer zu bauen, dann bau nur Panzer. I'm sure that's an oversimplification. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier zu einfach beschrieben ist. But another country can make something, so you just do that. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ein anderes Land nur das machen kann, dann soll es auch nur das machen. So if I wanted to open a restaurant Wenn ich jetzt aber ein Restaurant öffnen möchte and I said, you can make cakes, und ich sage, du kannst Kuchen machen, only make cake. dann mach auch nur Kuchen. You can make soup, only make soup. Wenn du nur Suppe kannst, dann mach nur Suppe. This is a poor parable. Das ist jetzt hier ein schwaches Beispiel, schlechtes Beispiel. But I'm just not making sure you're doing what you're good at. Aber ich stelle sicher, dass du nicht nur das machst, worin du gut bist, I'm making sure you can't do what I can do. sondern ich stelle auch noch sicher, dass du das nicht tun kannst, was ich mache. If you specialize, Wenn du dich auf etwas spezialisierst, you can't do everything. dann kannst du nicht alles machen, You cannot protect yourself. dann kannst du dich selbst nicht schützen. So they've also encouraged Europe to not create a comprehensive defense mechanism. Und sie haben Europa auch dazu hin ermutigt, dass sie kein Wissen darum aufbauen, wie man sich verteidigt. To quote him, this is so they will complement US power Um ihn hier zu zitieren, Compliment, complement? Be able to assist? can you say the sentence again, please? They will be able to support US power Sie sind in der Lage, sie können sich sich der US-Stärke quasi oder der US-Macht können sie eine Ergänzung sein, but they won't have the potential to challenge US power. aber sie werden nicht das Potenzial dazu haben, die US-Streitkräfte herauszufordern. So the reason we've done all that Der Grund, warum wir all das hier jetzt sagen, is so that we can see what's happening in these waymarks. damit wir erkennen können, was in diesen Wegmarken hier geschehen ist. That one of the key subjects of World War III Eines der Schlüsseldinge des Dritten Weltkrieges, what must be broken to allow for the Sunday law, was zerstört werden muss, damit es ein Sonntagsgesetz gibt, for an American dictatorship, ausgehend von einer amerikanischen Diktatur, is not just the politics inside America, ist nicht nur die Politik innerhalb Amerikas, it's these attacks on the European Union. sondern es sind auch diese Angriffe auf die Europäische Union. And that's been one of the main goals of Steve Bannon. Und das ist eines der
Ziele von Steve Bannon. So when we look at World War III, we need to not just think America. Wenn wir uns den Dritten Weltkrieg anschauen, dann dürfen wir nicht nur an Amerika denken. You have the separate Eastern Front that's all about Russia. Es gibt hier die für sich selbst stehende Ostfront mit Russland The separate Western Front. und die selbststehende Westfront. It's both internal Es geht hier um interne Angelegenheiten and external. und externe Angelegenheiten. Internal is the 3 branches. Intern haben wir die 3 Zweige. External is the taking down or subjugating of Western threats. Und extern haben wir das Zerstören oder das Zusammenreißen von der EU. So he has to control NATO and the United Nations. Es muss die NATO und die Vereinten Nationen kontrollieren. But the EU especially must be destroyed, Aber besonders die EU muss zerstört werden weakened. oder geschwächt werden. So those things together All die Dinge gemeinsam are all necessary for an American dictatorship. sind wichtig für eine amerikanische Diktatur. Does that make sense? Macht das Sinn? For the global dictatorship. Yes. First the United States, then the whole globe. So, if you want the sources for that, Wenn ihr die Quellen dafür haben möchtet, try and access that chapter online. dann versucht Zugang zu diesem Kapitel im Netz zu bekommen. But the only reason I went there is because you already have it mentioned in these lectures. He just doesn't give much detail. Der einzige Grund, warum ich das sage, ist, weil Jan Shapiro in seinen Vorlesungen hier das nicht wirklich erwähnt. This book gives more of an explanation of what he says. Dieses Buch erläutert das tiefer, was er in seinen Vorlesungen sagt. Yeah, paradoxes of power. This one is about NATO, Tom Muller, Bei Tom Müller geht es um die NATO in 2004. und das Jahr 2004. Do we have any thoughts so far? Questions or thoughts? This is where what we've discussed so far. Sorry, I'll be one Was sec. wir soweit besprochen haben About World War III. über den Dritten Weltkrieg, There's more there. ist, dass es noch mehr gibt. Particularly, I don't want to just say just Western Front, Ich möchte jetzt nicht nur sagen, nur die Westfront, but if we can see that, aber wenn wir das erkennen können then when we're seeing what's happening with the European Union right now, und wenn wir erkennen können, was momentan mit der Europäischen Union geschieht, we know that we're looking at necessary prophetic events. dann wissen wir, dass wir wichtige prophetische Ereignisse anschauen. It is prophetic. Es ist prophetisch. Sister Esther. Only a question. Can it be that in which time comes EU down? Zu welcher Zeit fällt die EU? Maybe by Panium with the An king of Panium? the south together? Zusammen mit dem König des Südens? Where do we mark the ending of the Western Front? Wann markieren wir das Ende der Westfront? Oh. 2009? No, the end of the In World War II, it begins in 2016. Also in der Ebene des Zweiten Weltkrieges gedacht, da beginnt sie 2016. This is the invasion of Poland. Da geht es um Yes. der Einfall nach Polen. In World War II, what's this waymark? Und im Zweiten Weltkrieg gedacht, wie lautet da diese Wegmarke? That's World War I. Sorry, looking for World War II. dass eingefallen ist. What's this waymark in World War II? Was ist diese Wegmarke im Zweiten Weltkrieg? Yes, Barbarossa. Operation Barbarossa. Das ist die Operation oder das Vorhaben Barbarossa. What year is that? Welches Jahr ist das? This is 1939, Das hier ist 1939, 41. 1941. So this isn't the end of the war.
Somit ist das hier nicht das Ende des Krieges, It's going to end over here. sondern es endet hier drüben. This is 1945. Das hier ist 1945 And we line it up with Panium. und das tun wir mit Panium gleichstellen. But then between Panium and the Sunday Law, Und zwischen Panium und dem Sonntagsgesetz you have the Cold War. haben wir den Kalten Krieg. You also have, if you go back to World War I, Wenn du zurückgehst zum Ersten Weltkrieg, this is what waymark in World War I. welche Wegmarke ist das hier im Ersten Weltkrieg? This is Armistice Day. 1918, Das ist 1918. Armistice Day. Wie lautet das auf Deutsch? Das ist der Waffenstillstand. Das ist nicht der Vertrag in Versailles. This is when they all lay down their arms, Das ist der Tag, an dem sie ihre Waffen niederlegen. but Germany doesn't know it's lost. Aber Deutschland weiß noch nicht, dass sie verloren haben. What's this one, Sister Kathy? Was ist das hier? Treaty of Versailles. Es ist der Vertrag von Versailles. So you can see that there's a process Man kann erkennen, dass es hier einen Prozess gibt oder einen Fortschritt gibt after Panium, between Panium and the Sunday Law. zwischen Panium und dem Sonntagsgesetz. But the official end of the war is at Panium. Aber das offizielle Ende des Krieges ist an Panium. But we need to go back to 1989 and remember what defeat looks like. Aber wir müssen zurück zum Jahr 1989 gehen, um erkennen zu können, was ein Niedergang bedeutet. For Russia, it was just its removal of political power. Für Russland war es lediglich der Rückzug oder der Niedergang von politischer Macht. So I'm not saying the European Union is entirely dissolved. Ich sage also nicht, dass die Europäische Union komplett verschwindet. Some parts of it may still benefit America, Einige Teile der EU mögen Amerika immer noch einen Nutzen bringen, but it has to be taken down as a threat. It has to be completely weakened. aber es muss komplett geschwächt sein, damit es keine Bedrohung mehr für sie ist. Just like Russia was. Genauso wie das mit Russland der Fall war. And I think we've seen that happen. Und ich denke, dass wir das erkennen können. There's just a couple of people still holding it together. Da gibt es nur noch eine Handvoll Leute, die das zusammenhalten. And who are they? Und wer sind sie denn? Merkel, who is, Merkel and ist Deutschland Macron, who is France. und Macron aus Frankreich. So it began Es fing an with Germany and France, mit Deutschland und Frankreich and at the end, und am Ende who's trying to hold it? versucht, wer es noch zusammenzuhalten? Germany and France. Deutschland und Frankreich. And we all know how they're doing Und wir alle wissen, wie es ihnen geht. internally. Und zwar auf interner Ebene gesehen. The nationalism and discontent in France and in Germany. Der Nationalismus steigt in Frankreich und in Deutschland. And what's happened internally Und was intern geschieht, directly relates how much they can hold together the EU. was intern geschieht, bestimmt, wie sehr sie die EU zusammenhalten können. So Tamina looks depressed. So it looks bad Es sieht schlecht aus, because this is all the steps to the Sunday law. weil das hier alles nur Schritte zum Sonntagsgesetz hin sind. And we know what's rising up, this dictatorship. Und wir wissen, dass dann diese Diktatur aufkommt. Look a little farther ahead to the second advent. Und dann schaut doch einfach ein bisschen weiter bis zur Wiederkunft. So we might have a break now. Ich denke, wir haben jetzt eine Pause. What I'm trying, I suppose, a goal, Was ich hier versuche zu sagen oder wo ich hingehen möchte, it's not really to have some great application. es geht nicht darum, dass wir hier eine großartige Anwendung machen. I think when we see these things more clearly, Ich denke, wenn wir diese Dinge deutlicher erkennen, it actually helps change our mindset. ich denke, dann fängt es an, unsere Einstellung gegenüber gewissen Dingen zu verändern. Just like changing our perspective of Saudi Arabia and Iran. Auch unsere Einstellung oder unsere Perspektive gegenüber Saudi-Arabien und dem Iran zu verändern. So Brother Jim was telling me, Jim sagte mir,
Women can drive in Iran, Can drive. drive a car. Also wenn du im Iran ein Auto fährst, In Saudi Arabia, oder eine Frau darf in Saudi-Arabien ein Auto fahren, im Iran ein Auto fahren. in Saudi Arabia, they've only recently been given some rights, Und in Saudi-Arabien wurden ihnen erst kürzlich einige Rechte eingestanden, and a few women can drive. sodass nur einige Frauen fahren können. How we view the Middle East is warped by how we view America. Wie wir den Mittleren Osten betrachten, hängt davon ab, wie wir auf Amerika schauen. So as we change as we refine our worldview, Während wir nun unsere Weltanschauung neu ausrichten, I think it has a real impact on how we see ourselves and prophecy. glaube ich, hängt davon ab, wie wir uns selbst einschätzen und wie wir die Prophetie betrachten. But what I want us to think about Was ich nun aber gern hätte, worüber wir denken sollten, is how we can see how all of this relates to our reform line, wir sollten erkennen, wie das in Bezug zu unserer Reformlinie steht. It might seem complicated, Es mag kompliziert aussehen, but what about Millerite history? aber wie steht es um die Miller-Geschichte? What were they meant to see? Was sollten sie denn erkennen? If the Republican horn has to be broken Wenn das republikanische Horn gebrochen werden soll, before Christ returns, bevor Christus wiederkommt, what does that mean when you say Christ should have come in 1863? was bedeutet das denn dann, wenn man sagt, dass Christus im Jahr 1863 hätte wiederkommen können? So I want to move from our history to Millerite history in Somit möchte ich, dass wir nun von unserer Geschichte in die Miller-Geschichte übergehen, our next presentation. in unserem nächsten Vortrag. Do we have any final thoughts before we'll close? Gibt es noch irgendwelche abschließenden Gedanken, bevor wir schließen? Sister Sue Ellen. This is World War II, this is World War I. This one's 1919. So underneath, up the top, I was doing World War I, underneath World War II. So this should be, it's too close, so it's confusing. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns niederknien, damit wir noch beten können. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater, thank you for this Sabbath day. danke für den Sabbattag. Lord, I pray that we will understand these things correctly. Ich bitte, dass wir diese Dinge richtig verstehen. I know that some of it is complex. Ich weiß, dass vieles davon schwer zu fassen ist. I feel that difficulty. Ich fühle diese Schwierigkeit I do not wish to oversimplify, und ich möchte nicht, dass ich es zu einfach darstelle, but we can see that thread. aber wir können diese Bedrohung sehen. And I pray it gives us added confidence and faith Und dieses Gebet bitte ich, dass es uns Vertrauen und Mut gibt, that just like Jesus' life, dass genauso wie das Leben Jesu, these final events are really happening on time. dass diese Ereignisse sich genau zur richtigen Zeit geschehen. I pray that they'll help shape our understanding Ich hoffe, ich bete, dass das unser Verständnis formt, of who we're meant to be. über was wir, dass es unser Verständnis formt darüber, wer wir sein sollen. May we see how it teaches us of your character. Mögen wir erkennen, wie es uns über deinen Charakter lehrt, What you are and what you are not. was du bist und was du nicht bist. I pray this in Jesus' name. Ich bitte das in Jesu Namen. Amen. Amen.